Grüß Gott, ich bin die Frau Höber aus Köldorf-Karpfenstein und ich stelle auch aus Monstranzbohnen Rosenkränze her. Monstranzbohnen haben eigentlich eine wunderschöne Monstranz drauf auf den Bohnen. Und die Geschichte ist ganz wunderbar. Und zwar heißt die Geschichte Das Wunder der Monstranzbohnen. Es war im Krieg 1918, als eines Abends in der Kirche die Monstranz gestohlen wurde. Niemand hatte eine Ahnung, wohin sie verschwunden war. Ein Bauer hatte dann nach dem Krieg auf seinem Feld Stangenbohnen angebaut. Als er dann abgeerntete sein Feld mit seinen Pferden umpflügte, wollten die Tiere an einer bestimmten Stelle nicht weitergehen. Der Bauer hatte keine Ahnung, warum das so war. So blieben bis zum Herbst noch etliche Bohnen hängen, deren Schalen ganz dürr waren. Der Bauer öffnete sie, um das Saatgut zu prüfen. Und was er entdeckte, war für ihn ein großes Wunder. Auf jeder Bohne war eine Monstranz zu sehen. Aufgeregt zeigte er es im Dorf und alle haben sie dann an dieser Stelle gesucht und gegraben. Schließlich fanden sie die Monstranz ganz tief in der Erde, dort, wo die Pferde den Gehorsam verweigert haben. Und das Herstellen der Monstranzbohnen, die sind sehr wunderschön. Die schauen jetzt so aus. Dann muss man sie durchbohren und auf jeder Bohne ist eine Monstranz drauf. Und wenn sie zu früh geerntet werden, ist fast nichts drauf. Die Monstranz entwickelt sich erst in der Zeit, wo sie dürr werden. Zuerst zeige ich euch, wie man die Bohnen durchbohrt. Und zwar habe ich da eine Wischkluppen und da ist ein Bohrer drinnen von 1,5 mm. Dass die Monstranz schön auf der Seite ist das mit der Wäscheklammer am besten. So sind sie durchgebohrt. Jetzt möchte ich noch zeigen, wie man die Rosenkränze herstellt. Und zwar ist das 1,5 Meter Schnur ungefähr. Hier anbrennen und schnell, damit da ein Spitz wird, sonst geht da nichts. Jetzt ziehen wir jetzt da durch. Und damit ich nicht zweimal anbrennen muss, gebe ich das ganz durch. Ungefähr 10 cm weg. So. Und ich halte damit die Finger zusammen. Und jetzt nehme ich die Nadel. Die Nadel, die hat hier eine Öse. Die Öse kommt jetzt in meine Richtung. Und dann diese lange Faden und da gebe ich unten durch. Und mache jetzt einmal umdrehen. Zweimal, dreimal, wenn es geht 4-mal, ist auch 3-mal genug. Und jetzt nehme ich das so in die Hand, da habe ich jetzt die Öse und da gebe ich das jetzt hier hinein. Und wenn das zu buschig ist, brennt man noch einmal an. Und da ist jetzt die schöne Schlinge, da zieht man durch
Und jetzt ist es durchgezogen, jetzt ist der Knoten sehr gut. Und da werden wir noch da ein bisschen anziehen, aber nie so halten, immer in der Schlinge halten. Und mit dem kann man etwas zurückziehen, damit diese Schlinge nicht zu groß wird. Jetzt schneiden wir ab, brennen an, damit das schön, aber nicht zu fest, weil da ist die Schnur abgebrannt. Nur ein bisschen und schnell drücken, dann ist das sehr gut fertig gemacht. Jetzt beginnen wir den großen Rosenkranz. Und zwar nehmen wir als erstes die 4 mm Perle. Die haben eine sehr schöne Bohrung. Und dann nehmen wir eine Perle und dann schaue ich immer, dass die Monstranz immer zum Kehlich schaut. Also da müssen wir sie erst so einfach, das geht erst mit der Zeit sehr gut. Und wieder eine Perle und wieder 10-mal. Da ist der Spitz etwas zu lang, dann nehmen wir etwas kürzer. Das geht sehr gut. Und wenn die Bohrung bei den Bohnen irgendwie zu klein ist, dann nehmen wir so eine Nadel und helfen durchbohren, helfen da durchzustoßen. Und da werden die Bohnen geschont. Da werden die Bohnen geschont, mit Gegenstück vom Draht brechen sie leichter. Und wenn es eine ganz schöne große Bohne ist, die nehmen wir als Ehre sei dem Vater dann. Schauen wir mal, wie viel das wir schon haben. 3, 6, 7. Die geht nicht so gut. Die legen wir weg. So. Einmal noch. Jetzt haben wir 3, 6, 9, einmal noch, ja? Ein Stück noch. So, und jetzt haben wir 2, 3, 6, 10. Und das sperre ich jetzt mit einem Knopf ein, dass es nicht zu viel hin und her geht. Da mache ich einen Knopf hier. Das ein bisschen, aber sonst nicht. Und 1,5 cm weg mache ich wieder einen Knopf. Und da machen wir dann das Ehre sei dem Vater hinein. Wieder eine Bohne, dazu. Und wieder einsperren mit einem Knopf. Und jetzt wieder so einen Abstand, damit man da einen guten Abstand hat. Beginnen wir wieder mit der Perle. Und wenn sie sind damit schön durchgebohrt, wenn irgendwann einmal eine schief gebohrt ist, dann lege ich sie auf die Seite und ich bohre noch einmal nach.
Und da machen wir jetzt 5 Gesätzchen von den 5 Geheimnissen des Rosenkranzes. Irgendwie soll man auch immer schauen, dass man nicht zu kleine und zu große zu unterschiedlich sind. Man soll doch immer so ungefähr die gleich größeren, denn es gibt ja auch kleine. Jetzt haben wir die 5 Gesätzchen. Jetzt fädeln wir auf der zweiten Seite beim Kelch ein und ungefähr so 1,5 cm weg. So her die Schlinge und die Nadel wieder so ansetzen. Unten durch, oben drüber. Unten durch, oben drüber. Zweimal, dreimal und noch einmal und dann nehmen wir das so, hier durchziehen, schöne Schlinge lassen und durch. Und jetzt ziehen wir hier an und jetzt ist es ganz wichtig, der Knopf ist ganz neben, jetzt kann ich hier ein bisschen anziehen und Haar noch einmal anziehen und fertig. Abschließen, wegschneiden, anbrennen, das ist das Schlechtere, anbrennen, kurz nur und hin und so ist er jetzt fertig. Und jetzt haben wir noch, das ist jetzt ungefähr 1,5 Meter lang. Ungefähr 1,5 Meter lang. Jetzt brennen wir wieder an. Gehen wir das hier durch. Nehmen wir wieder die Nadel, so zu mir her, aufheben und unten durch. Einmal drüber. Und nicht über das drüber, sondern immer unterhalb durch. Zweimal und noch einmal und noch einmal, 4-mal ungefähr. Und hier durchziehen, eine kleine Schlinge lassen und durchziehen. Na, das ist jetzt so. Festigen. Passt schon. Wegschneiden. Anbrennen. Nur ganz kurz, sonst brennt die Schnur ab. Jetzt beginnen wir wieder mit dem Ähre-Seitenfader. Und möglichst eine große Bohne dann immer nehmen. Als Ähre-Seitenfader. Weil die Bohnen sind oft verschieden groß, sperren wir wieder ein, damit das nicht zu verrutscht. Jetzt kommen die 3. Dann kann man auch kleinere nehmen, 3 immer so in der gleichen Größe. Da ist der Knopf. 1 Zentimeter weg. Haben wir gemacht, ja. So, noch wieder 3 Stück. Sperren wir wieder ein. Noch einen Abstand. Und noch ein Ähres. Das sucht man so schöne große Bohne aus. Da. Eine schöne große Bohne, ja.
So, und jetzt kommt das Kreuz. Wenn wir einen goldenen Kelch haben, nehmen wir auch ein goldenes Kreuz. Das Ringel nehmen wir weg, denn da kann sein, dass er dann irgendwie dann das bricht. Aber wenn wir hier beim Kreuz durchziehen, bleibt das gut. Ungefähr 1,5 cm so wieder herbiegen. Die Nadel dazu geben, so unten durch. Da müssen wir jetzt 4-5 Mal rundherum, geht sich das gut aus. Ist genug Schnur da. So, jetzt gehen wir wieder da durch. Schöne Schlinge hier noch und jetzt sind wir fertig. Und jetzt ist der Rosenkranz fertig. Was ich unbedingt auch mache, das sind bei den Bohnen immer Lavendelsackeln hineinlegen, überall, damit die Bohnen ja nicht wurmig werden irgendwie. Lavendel, überhaupt Lavendel, so Sträußchen oder Säckchen hinein. Die werden so durchtränkt, da kommt kein Wurm dazu dann. So, und so schaut er jetzt fertig aus. Das ist ein großer Rosenkranz mit Monstranzbohnen. Ja. Und bei dem kleinen Rosenkranz ist hier ungefähr eine 70 cm Schnur. Und die reicht dann genau noch für das obere drauf. Eine 70 cm Schnur hier angemacht. Wenn man fertig ist, so wie bei dem da, braucht man ja nur eines da oben, gereicht das genau dann, diese Schnur für oben drauf. So schaut dann der kleine aus.